Geboren am 27. Mai 1994 in Riesa. Seine Fußballkarriere hat er in der Jugend beim BSV Strehla angefangen, kam dann über den SC Riesa zu Dynamo Dresden, um dann letztendlich 2009 beim VfL Wolfsburg zu landen. Und seitdem an spielt er immer noch bei uns. Angefangen hat er seine Profikarriere am 26. November 2011 mit seinem ersten Pflichtspieleinsatz für den VfL. Sein erstes von jetzt insgesamt 401 Pflichtspielen, damit Rekordspieler. Sein erstes Bundesligator schießt er am 13. April 2013. Sein erstes von jetzt insgesamt 44 Toren. Dazu hat er noch 49 weitere Tore aufgelegt. Außerdem kann er sich seit der Saison 2022/2023 offiziell Kapitän vom VfL Wolfsburg nennen. Seine Erfolge, die lassen sich auch sehen. Als A-Jugendspieler hat er zweimal die A-Jugendmeisterschaft gewonnen. Dann hat er mit den Herren den DFB-Pokal gewonnen und den DFB-Supercup. Und dazu hat er in seiner Nationalmannschaftskarriere mehrere Jugendmannschaften durchlaufen. Da hat er dann mit der U21 als Kapitän die Europameisterschaft gewonnen. Er kommt dazu noch auf 3 A-Nationalmannschaft-Einsätze. Und jetzt ist er Türchen Nummer 24 bei WOPTALK. Ihr seid wahrscheinlich schon drauf gekommen. Heute reden wir über Maximilian Arnold. Und damit gut Kick beim neuen Überwölfe. Ja, Türchen Nummer 24 in unserem Adventskalender. Ich glaube, es kann keinen besseren Spieler geben, mit gerade einmal 29 Jahren schon 401 Pflichtspiele auf dem Buckel zu haben und damit Rekordspieler bei einem Verein zu sein. Das kann sich sehen lassen. Dazu auch in Wolfsburg absoluter Publikumsliebling und hier bei WOPTALK sowieso absoluter Lieblingsspieler. Deswegen reden wir hier heute über Maximilian Arnold. Ja, warum reden wir über ihn? Wir kennen seit 2018, 2019 nur Top-Leistung von ihm und da muss man sagen, in dieser Saison fragt man sich, was ist da los beim VfL bzw. bei Maximilian Arnold, denn erstmal von insgesamt 19 Spielen, die man absolviert hat, hat er nur 16 Spiele absolviert, wovon er 3 auch von der Bank gestartet hat. Da als Vergleich, in der letzten Saison hat er in allen Spielen, die er gespielt hat, auch immer in der Startelf gestartet. Heißt, da sind 3 Einsätze von der Bank schon recht viel. Und da fragt man sich, ja, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen, dass er schon auf 3 Einsätze von der Bank kommt? Da hat Kovac mehrere Aussagen getätigt. Einmal zu Beginn hat er seine Spritzigkeit kritisiert, also die fehlt bei ihm. Das lassen wir mal so stehen, da kommen wir später nochmal zu. Und natürlich hat er auch gesagt, wir haben es erwähnt, was er alles schon erreicht hat beim VfL, seit wann er hier ist, wie viele Pflichtspiele er absolviert hat. Das ist alles nur Vergangenheit, denn für Kovac zählt nur noch das Hier und Jetzt. Kann man ihm zustimmen? Natürlich, das Hier und Jetzt zählt. Dennoch fragt man sich, wie es von der letzten Saison auf diese Saison so plötzlich, so anders sein kann. Dafür kann man einmal natürlich auch sagen, die Vorbereitung lief nicht zu seinen Gunsten. In den Testspielen nicht so eine Leistung gezeigt, wie man sie von ihm kennt. Heißt, die Vorbereitung lief nicht so super. Seine Spiele, die Ergebnisse wurden da nicht geliefert und man hat eben nicht das gesehen, was man von ihm kannte. Da waren andere ein bisschen aktiver in dieser Hinsicht, haben sich vielleicht ein bisschen mehr bewiesen. Das war einer der Gründe, weshalb er dann nur von der Bank gestartet hat. Aber auch kann man sicherlich die Konkurrenz zählen. Wolfsburg meistens in einem 3-4-3 so aufgelaufen, die letzten Spiele. Auch zu der Zeit, wo er dann rausgefallen ist aus der Mannschaft. Heißt, du hast da insgesamt mit ihm zusammen 5 Spieler für 2 Positionen, denn er ist eigentlich nur auf der 8 bzw. 6er Position im 3-4-3 einsetzbar. Und das ist halt schon eine gute Konkurrenz, die sich sehen lassen kann, da nämlich namentlich
Franks, Zwanberg, Maier und Gerhard, alles 4 Spieler, die ihre Qualitäten haben, die auch gute Qualitäten haben, mit denen er sich da um diese 2 Positionen streiten muss. Da können wir aber auch Maier und Gerhard in Klammern setzen, denn die wurden auch schon jetzt zuletzt immer öfters ja, offensiver eingesetzt. Deswegen vor allem aber Franks und Swanbeck, die aber auch eben ihre Qualitäten haben. Franks in dieser Saison schon gezeigt, mit guten Spielen, was er drauf hat. Unter Kovac auch ein bisschen besser geworden, kann man sagen. Also da spielt er klarer. Und Swanberg sowieso schon letzte Saison überragend gewesen. In dieser Saison zeigt er es wieder. Und ja, das kann man dazu sagen. Das ist die Konkurrenz. Und ja, dennoch fragt man sich, hat Arnold jetzt Qualität verloren? Natürlich, im Mittelfeld kamen mit Maier und Franks 2 gute Spieler wieder dazu. Franks auf Leihe, Maier für 25 Millionen von Stadtrenn hier zum VfL gewechselt. Aber Swanbeck und Gerhard waren schon in der letzten Saison da. Dazu hattest du noch einen Felix Metscher, der absolut seine Qualitäten hatte auf dieser Position. Auch ein Guilavogui als Sechser war noch in der Saison da. Heißt, ja, die Konkurrenz war jetzt auch nicht so viel schlechter in der letzten Saison, aber da war er noch unumstritten und war auch eben einer der besten Bundesligaspieler. Laut Sofascore hier nochmal erwähnt. Ähm, Deswegen fragt man sich einfach, hat Arnold jetzt von letzter Saison auf dieser Saison plötzlich Qualität verloren? Und Woptalk beantwortet diese Frage mit einem klaren Nein. Warum nein? Guckt euch das Spiel gegen Bayern an. Guckt euch auch gerne noch das Spiel gegen Gladbach im Pokal an. Also die Qualitäten hat er auf jeden Fall bewiesen. Bei beiden Spielen so ziemlich der beste Mann auf dem Feld. Hat wieder seinen überragenden linken Fuß gezeigt. Hat gezeigt, was er auf dem Platz kann, was für eine Übersicht er behält. Und wie er auch generell einfach mal ein Spiel an die in seine Hände reißen kann. Also wie er das Spiel bestimmen kann. Und deswegen glauben wir nicht, dass es einfach an der Qualität liegt, die er verloren hat, sondern wir glauben eher, es liegt an dem Vertrauen, das er verloren hat. Ähm, Da, wie gesagt, plötzlich 3 Bankeinsätze gehabt in dieser Saison und dann so eine Aussage von Kovac, dass ihm die Spritzigkeit fehlt, wo er auch selber schon gesagt hat, er war noch nie spritzig, weil das auch einfach nicht seine Stärke ist. Er hat andere Stärken, wie eben seinen exzellenten linken Fuß. Ähm, Die muss man eben einsetzen. Deswegen ist es schwer, das als Grund zu nehmen, dass ihm die Spritzigkeit fehlt. Und zeigt einfach so ein bisschen, dass ein Kovac nicht von Anfang an auf jeden Fall in dieser Saison noch dieses Vertrauen in Arnold hatte. Und wer sich sagt, ja, aber am Vertrauen kann es ja doch nicht nur liegen, da glaube ich aber schon, dass es auch vor allem an dem Vertrauen liegen kann, denn Fußball wird natürlich auch wird in fußballerischen Sicht, also der Qualität, die du im Ball hast, entschieden, an der Physis, aber so ziemlich mit gleich wichtig, vielleicht sogar am wichtigsten, das muss man immer entscheiden, was für ein Spielertyp man ist eben auch diese mentale Stärke. Und mentale Stärke ist eben Selbstvertrauen, vor allem in dieser Hinsicht. Und das Selbstvertrauen hängt auch vom Vertrauen des Trainers ab. Wenn du weißt, der Trainer, der vertraut dir, der sagt sich, du bist ein geiler Spieler, du spielst, weil du einfach die Qualitäten hast, dann hast du auch selber mehr Vertrauen, Selbstvertrauen, dass du was kannst und kannst so noch mehr deine Qualitäten zeigen, als wenn du da wirklich im Konkurrenzkampf bist, von jetzt auf gleich. Letzte Saison, wie gesagt, unangefochten. Dieser Saison muss er drum kämpfen, so ziemlich aus dem Nichts. Das macht was mit dem Kopf und da musste er auch erstmal wieder reinkommen. Aber er wäre nicht Arnold, wenn er das nicht überwunden hätte und deswegen jetzt wieder in die Startelf reingerutscht ist. Ähm, ja, und deswegen das Vertrauen, das ist auch ein wichtiger Aspekt in dieser Hinsicht, weshalb mal Arnold etwas unter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber unserer Meinung nach jetzt vielleicht sogar jetzt ein Tief hatte und nach jedem Tief kommt ein Hoch, habe ich in Mathe gelernt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir in der Rückrunde einen sehr guten Arnold sehen werden. Ich hoffe es mir auf jeden Fall, denn
die Qualität, wie gesagt, die hat er nicht verloren, die hat er immer noch. Da einfach nur gesprochen, sein linker Fuß, viel mehr muss man nicht erwähnen. Guckt euch Highlights-Videos von ihm an, was für Tore er schon geschossen hat mit dem linken Fuß, was für Flatterbälle er schießt, was für lange Bälle er gespielt hat. Da gerne einfach Bayern angucken, das gesamte Spiel. Die zweite Halbzeit vor allem, da sieht man, was er für überragende Bälle, was für überragende hohe Steilpässe er spielen kann. Da als Vergleich, bei Angelo Stiller bei Stuttgart in den Highlights im letzten Spiel, wurde das noch als überragend erwähnt. Bei Arnold ist es einfach ein Normalfall, dass er gefühlt mit jedem Pass, den er spielt, 8 Spieler überspielt und somit einen Spieler komplett alleine vom Torwart lässt. Und das ist eben seine Stärke und das ist seine Qualität und deswegen ist er auch seit 2018, 2019, also der Saison 2018, 2019, immer einer der besten Bundesligaspieler gewesen, laut Sofascore. Nehme ich immer gerne, die machen nämlich die Bewertung anhand von Statistiken und da zeigt Arnold immer wieder, er ist ein absolut überragender Bundesligaspieler. Deswegen, wir glauben, wenn er jetzt vielleicht Vertrauen kriegt oder einfach diesen Konkurrenzkampf angenommen hat, weiß, wieder seine Qualitäten selber erkennt und das glaube ich nach den letzten Spielen, dass er das geschafft hat, dann werden wir in der Rückrunde einen sehr guten Arnold sehen, der das Spiel in seiner Hand, wirklich das Heft in die Hand nehmen kann und Spiele sogar wieder entscheiden könnte, weil die Qualitäten hat er und die wird er ganz sicher auch wieder zeigen können. Ja, schreibt gerne eure Meinung hier in die Kommentare. Was denkt ihr, woran liegt es, dass Arnold ja, ein bisschen unter den Erwartungen zurückbleibt? Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Werden wir Arnold in der Rückrunde noch besser erkennen, als wir es vielleicht die letzten Jahre getan haben? Alles in die Kommentare schreiben. Dann könnt ihr den Kanal noch abonnieren. Wenn ich es hinkriege, zeige ich mit dem Finger drauf, nämlich hier irgendwo, hier, so, da irgendwo. Einfach draufklicken, dann seid ihr auf unserem Kanal und drückt da irgendwo auf Abonnieren und dann passt das schon. Dann könnt ihr auch noch auf den Seiten die Videos anklicken. Ein bisschen interaktiv heute mal. Und ja, dann wünsche ich euch natürlich noch schöne Festtage. Lasst euch reichlich beschenken. Und damit war es das mit dem Video. Gut Kick und bis zum nächsten Mal.